Ein wunderschöner Tag schon wieder. Und auf den Typen habe ich gerade noch gewartet. Kommt er hier aus dem Müllhäusl raus. Hier, warte mal. Hier, nimm das lieber, sonst versteht man dich. Jetzt schon wieder los. Ja. So am frühen Morgen, oder wie? Viel zu früh. Ich würde noch gerne schlafen. Guten Morgen, du eure Schachtel, du. Hä? Okay. Wie ist die Lage? Ja. Nass? Selber? Also es ist so richtig typisch Red Bull Regenwetter, aber schau mal hin. Das sieht glaube ich, gut aus. Reißt schon wieder auf. Das ist schon wieder eine Zeit her, dass wir hier gewesen sind, oder Robert? Das ist ewig das Auto her. schon offen? Ja, logisch ist das Auto offen. Nochmal einen guten Morgen, oder? Ja, nochmal. Nochmal, ja. Okay. Aber an die Leute, nicht an Achso, dich. ja dann. Wir haben uns doch schon begrüßt. Ja. Leute, wir sind am Red Bull Ring, wie man sehen kann. Das Wetter ist bescheiden, aber ich bin guter Dinge da hinten. Wenn von da hinten nämlich da der blaue Himmel kommt und sich die Wolken verziehen, dann sollte das bald ein guter Tag werden. Ja. Weil da hinten hängt es nämlich noch drinnen, das ist nicht so gut. Ja. Aber wie immer. Und, aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass das ein gutes Wetter wird. Hoffen Ich würde wir's. sagen, wir schmeißen uns mal in die Kiste rein, oder? Ja, ja. Und dann fahren wir mal runter. Wir sind eh schon wieder ein bisschen zu spät dran. Ja, natürlich, wie immer. Was haben wir denn überhaupt? Was? Siehst du, ist doch pünktlich. 8:30. Wir sollten zwar eigentlich um 8:30 unten sein, aber gut. Warte, ich muss mal schön hier anschneiden. Gibt es. Klar. Kann ich dir helfen, Robert? Na, schon lange nicht mehr. Hast du es im Griff? Digga, was hab ich denn jetzt mit am Hut? Ahnung, weiß ich nicht. Du hast ja auf einmal als Filmen angefangen. Hast komplette Briefing-Änderungen bin nass. gemacht, oder wie? Hä? Ja, wie Eigentlich haben immer. wir doch gesagt, wir fangen unten zum Filmen an. Komm, jetzt fahren wir mal los. So, ja Leute, also wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind am schönen Red Bull Ring. Es gibt leider ein paar schlechte Neuigkeiten. Wobei ein paar schlechte Neuigkeiten gibt es nicht. Es gibt eine schlechte Neuigkeit, aber das ist leider eine sehr schlechte Neuigkeit, die werde ich euch gleich mitteilen. Aber es gibt auch eine sehr gute Neuigkeit, die werden wir euch auch gleich zeigen. Ich bin nämlich auch richtig gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wo das Ganze stehen wird. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich richtig Bock darauf habe. Aber natürlich erst, wenn jetzt mal hier richtig die Sonne rauskommt und es schön trocken wird. Robert, wie hast du denn geschlafen? Ja, geht so ein bisschen kurz, aber es ging. Selber? Ich habe eigentlich auch ganz gut geschlafen. Dieses depperte Rumgebimmel die ganze Brutal, Zeit. oder? Scheiß Weißt du, was mir Scheiße. aufgefallen ist? Also Leute, wir sind ja gestern hier mit dem M5 ja eben an Red Bull Ring gefahren. Wir sind in München losgefahren. Jetzt haben wir das Auto komplett voll getankt. Und wir haben jetzt hier eine Reichweite von 380 Kilometern. Wir sind mit einem Tank hier angekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer das genau sind. Roundabout 400. Aber wirklich auf letzte Restreichweite. Und was mir aufgefallen ist, also ich liebe ja den neuen M5. Ich finde das Auto richtig geil und der macht richtig Bock zum Fahren. Der ist so tiefenentspannt zum Fahren. Allerdings, was mir aufgefallen ist, Thema Reichweite, weil sobald du, sage ich mal, ein bisschen schneller fährst und wir sprechen hier von 180 km/h, dann bist du so bei roundabout 3.500 Touren, fährst du da so im 8. Gang, in der 8. Welle dahin und dann merkst du, auf einmal geht diese Reichweite so rasant runter, also da ist der Verbrauch auf einmal so viel höher, das macht so einen riesen Unterschied, ob du 180 oder 150 fährst. Und das finde ich, wenn das Auto braucht einfach einen großen Tank. Ja, ist Also du merkst es einfach, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit dem GT3 RS hier an Red Bull Ring ganz entspannt fahre, dann komme ich immer noch mit über einen halben Tank an. Und klar, natürlich, da hast du einen großen Tank. Weil wir hatten hier, glaube ich, einen Durchschnittsverbrauch von roundabout 12 Liter, was Richtig okay gewählt ist. Ja. Aber für das, dass wir eigentlich recht entspannt gefahren sind, hätte es eigentlich auch weniger sein können. Das ist einfach jetzt, was mir aufgefallen ist, jetzt bei der Strecke mal. Du brauchst einfach einen großen Tank in dem Auto. Danke, Chef. So, wir sind angekommen. Alter, wie lange ich hier schon nicht mehr war. Letztes Jahr war ich kein Ich war einziges letztes Mal Jahr mit dem Beppe, bin ich einmal kurz da gewesen, aber es fühlt sich irgendwie an, als wären wir letztes Jahr gar nicht da gewesen. Ich glaube, wir müssen hier Richtung HTM-LKW. da. Meinst du? Ich gehe mal stark davon aus. Alter, Robert, bist du mit dem Bentley gekommen oder was? Ein Bentley, ne? Ich bin doch mit dir hier. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt steigen wir mal aus. Und dann schauen wir die mal, Lage. was hier so geht, oder? Auf jeden Fall. Gut darauf. Bestes Wetter, Mann. Wie ich es gesagt habe, Robert. Hey, du bist es einfach ist eine typisch Maschine. Red Bull Ring-Wetter. Und wir haben natürlich jetzt gewartet, bis jetzt die Sonne da ist. Wobei, es hat gar nicht lange gedauert. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt haben wir 9:45. Also das heißt, eine gute Dreiviertelstunde, Es Stunde haben wir jetzt strahlt blauer gewartet. Und Leute, wir haben auch gerade schon ein bisschen rumgeschaut. Ja? Ihr hört es schon, die Autos werden entsprechend aufgewärmt. Wir müssen jetzt in die Box gehen, denn mir wurde nur
Box 9 und 7 genannt. Und wie ich es ja gerade schon am Anfang des Videos gesagt habe, es gibt gute Neuigkeiten, aber es gibt auch leider ein paar schlechte Neuigkeiten. Ja, was heißt denn schlechte Neuigkeiten? Ja, schlechte Neuigkeiten heißt, wir müssen uns von etwas trennen, was wir jetzt seit ein gutes Jahr gefahren sind. Aber ich habe mich einfach dazu entschieden, wir brauchen noch was Verrückteres. Denn ja, Leute, hier steht unser Mintgrüner, beziehungsweise, ja, das Nicht war nur unserer. eben unserer. Denn Leute, es ist das letzte Mal, dass wir dieses Fahrzeug sehen, unseren schönen mintgrünen KTM GTX-R. Das Fahrzeug geht nach Indonesien zum nächsten Besitzer. Echt jetzt? Ja, so sieht's aus, Robert. Ich weiß schon, dir habe ich es noch gar nicht gesagt, dass das Auto nach Indonesien geht. Alter, Gell? ich vermisse den jetzt schon, Mann. Ja, denn es gab nämlich einen Kunden, der wollte dieses Auto unbedingt haben und entsprechend, ja, Ich will müssen ihn auch wir, unbedingt haben eigentlich. müssen wir leider davon Abschied nehmen. Also es war Scheiße. eine richtig, richtig geile Zeit und für mich einfach ein richtig geiles Auto. Aber es gibt natürlich auch eine gute Neuigkeit. Also er wird mir schon echt fehlen, vor allem weil er wirklich Hey, der war perfekt, Mann. die Farbe, wie das Ding einfach rausgestochen hat. Wir haben auch gut Kilometer drauf gefahren auf das Ja? Auto. Wir haben wirklich geile Zeiten mit dem Auto gehabt. Aber wir müssen natürlich nach vorne blicken, Leute. Entsprechend sollen wir in Box 7 gehen. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt genau heute bei der Veranstaltung. Wir sind übrigens, kann man auch mal kurz sagen, beim Apollo Racing Day eben gemeinsam. Geil. Mit KTM und es gibt genau ein Auto, was ja, entsprechend abgedeckt ist. Komm, Robert, wir gehen mal schnell hier durch, denn oh. Es sticht nämlich schon ein bisschen hier vorne heraus, Leute. Denn ja, was könnte man nach dem KTM GTX-R der Straßenversion machen? Und ich glaube, Robert, du wirst mich wahrscheinlich jetzt gleich verfluchen. Ja, werde ich. Und wenn ich das denke, was es ist, dann werde ich die verfluchen, ja. Denn wir haben ja immer noch eine Wette, Robert, Was für eine Wette denn? dass du irgendwann in dieses Auto nämlich reinpasst. Und Ja. das werden wir heute wieder erneut Ja, testen. Alter, hör auf, und Mann. der Tag wird kommen. Wenn der Tag nicht heute kommt, der Tag wird kommen, Robert, dass du in dieses Fahrzeug Ja, was reinpasst. bekomme ich denn da, wenn ich reinpasse? Sollen wir ihn von vorne oder von hinten abdecken? Ja, immer von vorne, sage ich. Ja? Ja, ja. Okay. Komm, wir gehen mal hier. Wir klappen ihn mal ein bisschen hoch. Digga. Schau dir das mal an. Einfach alles Carbon. Einfach alles Carbon. Und ich kann das Ding immer und weiterziehen. Und es wird beim Carbon bleiben, Leute. Denn hier haben wir den KTM GT2. Zieht euch das mal rein. Komplett alles in Carbon. Und Robert, was sagst du? Alter, das ist ja vollkommen geisteskrank. Das ist unser neuer Rennwagen, Leute. Im Ernst jetzt? Ja, Robert. Alter. Und mit dem Fahrzeug werden wir heute fahren. Wir haben hier einen nagelneuen KTM GT2 mit SPX-Kit. Bedeutet, wir haben hier 1050 Kilo am Start bei 600 PS und bis zu 1,2 Tonnen Downforce. Krass, Mann. Und ich würde mal sagen, das ist eine richtige Ansage. Robert, lass uns mal noch mal kurz nach vorne gehen. Das ist so geil. Es ist so abnormal geil. Und wir werden heute mit dem Auto natürlich einen Rollout machen. Bedeutet, zum ersten Mal wird dieses Fahrzeug sich auf der Strecke bewegen und wir werden damit fahren. Ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, dass jetzt wirklich ein rein rassiger Rennwagen hier bei uns in die Gear Collection kommt. Geil, Mann. Robert, ich merke, Ey, du ich bin bist noch sprachlos. nicht so... Ich bin sprachlos, ohne Scheiß. Aber im positiven Sinne oder? Ja, wie kann man da negativ sprachlos sein? Natürlich positiv. Es ist so geil. Alter. Und weißt du, was ich mir dachte? Weißt du, wir fahren ja eh keine Rennen damit, sondern Ja, wie gesagt, für mich ist ja Spaß im Vordergrund Hobbyfahrer. und nicht das irgendwie professionell zu betreiben. Das ist das Letzte, was ich in meinem Leben machen würde, jemals nochmal hier professionell Rennsport zu betreiben. Und deswegen haben wir natürlich dieses SPX-Kit, denn damit dürftest du in keiner Rennserie fahren, weil du erstens zu leicht bist. Ja? In der GT2-Serie musst du bei 1250 Kilo sein, das heißt, du müsstest hier nochmal 200 Kilo draufpacken. Und wir haben natürlich einen Haufen Aero, das heißt 1,2 Tonnen Downforce und das beginnt ja allein schon einmal mit dem Part hier vorne, dann haben wir eine Doppelverspoilerung, ja? Genauso was das ganze Thema hier innen angeht, ja? Das heißt einfach hier, das muss man sich mal noch mal vorstellen, wir haben 1050 Kilo am Start und wir haben 1,2 Tonnen Downforce, also theoretisch könnte man mit diesem Fahrzeug an der Decke fahren. Also es ist
völlig verrückt. Geisteskrank. Dann hier Radentlüftung, ja, damit du auch nochmal, du willst natürlich überall schauen, wie kriegst du hier so viel Downforce wie möglich hin. Und dann haben wir auch hier hinten Doppelverspoilerung, ja. Das heißt, hier das nochmal drauf. Wenn du mal hier schaust, hier haben wir jetzt einen normalen GT2. Ja, das heißt, vorne hast du keine Flaps, dann auch hier in der Mitte das nicht. Hinten hast du einen normalen Flügel. Das ist einfach nur verrückt. Und natürlich auch, darf nicht fehlen, Agrapovic, Abgasanlage. Geil. Und wie wir sehen können, wir haben ja hier auch einen mit SPX-Kit. Also das ist das Fahrzeug, was wir eigentlich früher mal gefahren sind. Ja, stimmt. Auch das letzte Mal beim Gear Collector Track Day. Aber deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen ein komplett eigenes Auto. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir haben natürlich keine Pirelli Slicks am Start, sondern wir haben hier schöne Michelin Slicks am Start. Ja? Die besseren, glaube ich. Nur die richtige Ware. Ja, so ja. sieht es nämlich aus. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich meine, Innenraum, Robert, extra für dich. Ich habe das Ganze mal Warte, ich komme auf die andere Seite. ich habe extra Alter. Komfortsitze für dich genommen, ja, weil normalerweise hast du ja immer richtige Sitze, aber ich dachte mir, komm, vielleicht steigen da die Chancen, dass du da reinpasst heute. Das ist nicht dein Ernst. Wie siehst du die Chancen? Die Chancen sehe ich da, ja, geht so. Und dann haben wir natürlich nochmal zusätzlich Gewicht gespart, ja, das heißt, normalerweise ist hier die Rückfahrkamera, das sieht man nämlich an dem anderen recht schön, So. da ist nämlich nochmal zusätzlich ein Display. Da dachte ich mir aber, komm, wir brauchen doch keinen Rückspiegel, oder? Nicht dein Ernst. Beziehungsweise eine Kamera, also das heißt, wir haben nur Seitenspiegel. Nicht dein Ernst. Ja klar, wir müssen ja nochmal Gewicht sparen. Alter. Weißt du, wir wollen so leicht wie möglich sein, Robert. Wir müssen bis auf das letzte Gramm müssen wir hier Gewicht sparen und dann natürlich mit dir am Start. Das ist nicht dein Ernst. Das ist geisteskrank. Also das ist wirklich... Alter. Das Hör mir einzige Problem ist, Robert, was wir jetzt haben, wir haben keinen Kofferraum mehr. auf. Echt? Kannst Nee. du das auch machen? Geht es? Ja, bestimmt, klar. Jetzt kriegen wir zu zweit hin. Kriegst du das hin, Robert? Boah, ey, das ist so leicht. Das ist ja abnormal. Hey, Ja, da fehlt also was, Mann. das war mal der Kofferraum. Ja, wir haben hier den schönen 5-Zylinder am Start mit 600 PS. Ich sag's ja seit Jahren schon, weil man muss ja einmal ganz kurz hier rüber gehen. Das ist ja das Auto gewesen, was ich über die letzten Jahre gefahren bin. Ja. Und ich habe schon immer gesagt, der KTM, der GT2 mit dem SPX-Kit, es gibt eigentlich kein Auto, kein Rennwagen für mich, was dir so viel Selbstvertrauen gibt auf der Rennstrecke wie das hier, weil du halt einfach so viel Downforce hast, du hast so viel Aerodynamik, das Ding geht vorwärts, du kannst so spät bremsen. Ich meine, ich liebe den Super Trofeo, auch wenn das Problem ist, dass ich seit Jahren den Super Trofeo nicht mehr gefahren bin. Wollte grad Aber sagen. der Super Trofeo ist im Vergleich ein Spielzeug. Also man muss sich mal überlegen, hier dieses Fahrzeug fährt DTM-Zeiten. Also es ist schon verrückt und du bist vor allem hier mit dem SPX-Kit, jetzt zum Beispiel hier im Red Bull Ring, bist du einfach roundabout 5 Sekunden schneller als ein normaler GT2 und das einfach nur durch die Doppelverspoilerung hinten, mit vorne den Flaps, mit der Rathausentlüftung, was das eben ausmacht und klar natürlich auch das Gewicht. Und ich finde halt einfach der KTM, der GT2, der sieht saugeil aus. Preislich, wenn du das mit anderen Rennfahrzeugen vergleichst, ist das völlig im Rahmen, auch was das ganze Thema Inspektion und laufende Kosten angeht. Also ist das völlig im Rahmen im Vergleich zu anderen Rennfahrzeugen und am Ende des Tages vernichtest du mehr oder weniger alles damit. Ja, das ist und geil. deswegen, also ich weiß nicht, Leute, was ihr dazu sagt, wie euch das Fahrzeug gefällt. Ist es die richtige Entscheidung gewesen? Also ich meine, am Ende des Tages, Robert, bist du derjenige, der es entscheidet und ihr Leute? Weil, sag mal so, für mich ist halt einfach, wo ich gesagt habe, ich habe so Bock und durch das, dass halt leider der GTXR, das Straßenauto, weg muss, dachte ich mir, jetzt muss einfach der Rennwagen her. Und das hat sich mit KTM so gut ergeben, dass sie wirklich hier noch ein komplett nagelneues Auto am Start hatten. Und das halt natürlich in Vollcarbon. Und da, Sieht Leute, schon krass aus. kommt natürlich jetzt halt ihr ins Spiel. Denn wir benötigen ein Design. Wir haben ja hier, wie gesagt, mit SPX-Kit in dem Orange, aber wir brauchen jetzt natürlich hier für das Fahrzeug ein Design. Und Was da heißt kommt das? ihr jetzt ins Spiel. Und ich habe mir nämlich gedacht, ihr Leute habt die Möglichkeit, ein Design für dieses Fahrzeug zu entwickeln, uns zuzuschicken. Und dann dachte ich mir vielleicht, okay, für dieses Design, für welches wir uns entscheiden werden, wird es auf jeden Fall mindestens nächstes Jahr eine Trackday-Einladung geben. Es wird auf jeden Fall eine Mitfahrt mit mir geben, hier in dem Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, Robert, da überlegen wir uns bestimmt noch ein bisschen mehr. Also seid gespannt da auf Instagram. Wir werden das dann mit der Zeit bekannt geben. Ist doch eine gute Idee, oder? Was Ey, ich meinst find's du? mega. Also Krass. wie gesagt, Leute, denn ich will ja euch voll da mit dabei haben. Hier jetzt hat wirklich eine neue, man kann schon sagen, ja, wirklich ein neues Thema beginnt.
dass wir hier jetzt mal wirklich Fokus auf die Rennstrecke legen, gemeinsam mit KTM. Ja, und Mann. jetzt würde ich sagen, jetzt schwinge ich mich mal in eine Rennmonitor. Ja, weißt du, was aber gut ist? Was? Ich sehe, du hast hier ein rotes Bändchen. Weißt du, wer auch ein rotes Bändchen hat als Fahrer? Ist nicht Schau dein mal Ernst, her. oder? Soll Ja gut, ich heute Robert, dann auffahren? würde ich sagen, dann gehe ich jetzt hoch zum Mittagessen. Du hast das ja heute alles im Griff. Hey, ich fahr schon eine Runde. Dann fährst du jetzt heute. Ja, safe. Ja, auf der Fahrerseite kommst du eh einfacher rein. Ja, bestimmt. Alles klar, wir reißen auf. Bist du jetzt endlich mal ready? Nee, das dauert noch, Robert. Mit dem ganzen Rennanzug, das ist der Wahnsinn. Wie bitte? Mit deinem ganzen Rennanzug. Wir Ich brauchen sag's dir sowas. immer wieder, das ist einfach eine Schinderei. Ja, deswegen mache ich sowas nicht. Einfach so eine Schinderei. Das Mikrofon. Mikrofon brauche ich, oder? Wie soll ich das wieder am besten hinmachen? Wie meinst du jetzt, dass ich da reinkomme? Muss ich jetzt mitfahren? Ja, willst du nicht mitfahren? Kannst du Schau mal hier, mein Handy darfst du nehmen. Ja, wenn ich mitfahren brauchst du nicht. Ach so, ja, stimmt. Digga. Ja, dann gib's her, dann tun wir es da in Taschen rein. Okay, ja, nicht, dass geklaut wird. Tun wir es da rein. Boah, aber dann muss ich ja hier richtig leer räumen. M5-Schlüssel war ja auch nicht. Ja, wir machen jetzt erstmal, wir schauen jetzt erstmal. Erstmal Fitting Ja? oder was? Alter. Wir machen jetzt erstmal Fitting. Inwiefern das gut passt. Wie geht's denn hier auf? So. Robert! Du Geschissener! Sollen wir mal live springen oder was? Ja, das machen wir. Jetzt machen wir mal hier Fitting mit dir. So. Inwiefern du da reinpasst. Meinst du, das wird was? Ich übernehme mal die Kamera. Der ist eh schon am Warmlaufen. Ja, Gott sei Dank. Muss mir erst wieder den Gurt länger machen. Ja, ich glaube, ich bin da guter Dinge diesmal. Meinst du? Ich bin da guter Dinge. Weißt du, Straßenauto ist ja schon zum Einsteigen scheiße, aber hier. Tu es, Robert. Ja, Mann! Das glaube ich nicht, der passt rein. Schau dir das mal an. Da, schau dir das mal an. Siehst du, und jetzt sehen wir mal, wie du abgenommen hast. Letztes Jahr hast du da noch nicht reingepasst. Fuck, Alter. Aber der Lukas hat irgendwas gesagt, wir müssen auf den Feuerlöscher aufpassen. Ja, weil da stehe ich halber drauf. Und? Junge. Sitzt du gemütlich? Nein. Ja, aber letztes Jahr hast du nicht mal da reingepasst. Nee, vor 2 Jahren war das schon. Ja, aber mittlerweile. Einwandfrei, schau das mal an. Sexy. Willst du jetzt mitfahren oder nicht? Das überlegen wir jetzt noch kurz 2 Minuten. Wegen meinen Füßen. Okay, Und dann sehen wir ja, wer mitfährt. alles klar. Alter, Robert, Digga. was hast denn du jetzt für einen Helm? Sag mal, hä? Alter. Soll ich Pass denn hier mal rein? auf den Feuerlöscher auf, ich sag's dir. Alter, wenn der Feuerlöscher in die Luft geht, du. Das ist ja brutal, schau mal hin. Der schaut aus! So, wollen wir? Jawohl. Geh ja jetzt schon ein. Ah, ja. Ich hab noch Angst. Ja, wir haben sogar extra Klima, Robert. Ja? Spinnst du? Das ist das erste Mal für dich SPX, oder? Ja! Digga! Ja, okay. Junge. Spinnst du? Was ist denn los, Robert? Mach mal deine Haube auf. Ja, genau. Damit du auch was siehst. Oh, Digga!
Und Robert, was bist denn so still? Das ist geisteskrank, Mann. Spinnst du? Und? Oida. Vor allem, wir fahren uns gerade erst ein, Robert. Ja, kannst gerne weiterfahren, Das aber waren ohne jetzt die mich. ersten Runden. Ersten unten hier oben, Alter. Soll ich jetzt alleine ein bisschen aufreißen? Ja, da bist du, glaube ich, schneller. Definitiv. Dann schauen wir mal, oder? Spinnst du? Ich gehe hier raus. 346 Minuten später. So, haben wir's, oder was? So schaut's aus. Junge. Fahren wir mal raus aus der Kiste. Ja. Robert, das dauert ein bisschen bei Ja, dir. das weiß ich. Alter. Boah. Geht's? Ja, ja. Du bist genauso gelenkig wie ich. Ich wünschte, ich wäre so gelenkig wie du, Robert. Geil, oder? Brutal. Einfach nur brutal. So, Das ist so brutal zum Fahren. Ja? Ja. Also ohne Scheiß, Mann. Jetzt steigst du aus nach den paar Runden, ne? Boah. Alter. Da geht immer mal hinter den LKW, oder? Ja, klar. Boah. Also, ey, das macht so Bock zum Fahren. Das ist schon Ich bin brutal. jetzt noch 2, 3 Runden schnell gefahren und es ist ja immer noch nur Aufwärmen, weißt du? Man muss natürlich das ganze Setup einstellen, also du merkst schon, dass du ein paar Sachen jetzt noch einstellen musst, aber so, für das jetzt gleich am Anfang, wie das Auto ausgeliefert wird, das ist so geil. Brutal, Alter. Es Ich geht dachte halt wirklich so- mal teilweise, dass du echt die Karre wegschmeißt, aber Es geht halt so brutal vorwärts und dann auf der anderen Seite wirklich diese Kurvengeschwindigkeiten, die du hast. Wie war für dich das Bremsen? Alter, wirklich, dafür ich sterbe jetzt. Ja, Bremsen ist brutal. Bremsen ist brutal und wie gesagt, das war noch gar nichts. Das ist nicht dein Da Ernst. geht noch so viel mehr bei dem Auto. Du bist so fertig. Aber weißt du, was ich echt geil finde? Ohne Was? Scheiß, Robert. Was denn? Vor 2 Jahren bist du in dieses Auto nicht Ums Verrecken nicht, ne? ums Verrecken nicht reingekommen. Nee. Das hat mit dem Sitz nichts zu tun gehabt, sondern der Überrollkäfig Ja. und zwischen Chassis Ja. bist du nicht reingekommen. Nee. Und ich habe gesagt, du wirst da reinkommen. Ja. Du wirst da reinkommen. Ich hätte ja eigentlich gedacht, okay, es dauert noch ein bisschen. Ja, man hätte ich auch Aber du gedacht. bist eigentlich echt entspannt reingekommen. Es ging echt schneller als gedacht. Also ohne no Scheiß, joke, wirklich Respekt. Denn Leute, man muss wirklich sagen, der Robert, wir sind gestern hier an Red Bull Ring gefahren und der Typ war einfach um 6:30 noch im Ja, Mann. Gym Ja. und ist dann zu mir gefahren und dann sind wir hier an Red Bull Ring gefahren. Alter. Also Robert zieht richtig durch, finde ich richtig geil. Ja, Mann. Ich hoffe, das bleibt so. Und dafür können wir da heute gleich wieder ein Kilo Steak essen, oder? Ja, das hauen wir uns direkt Alles rein. klar. Mal zu den Laden. Geil. Ja. Mach zu den Laden und ich glaube, wir fahren jetzt nämlich dann auch heim. Ja. Leute, wird's. was ein geiler Tag. Geht zu Ende hier gemeinsam mit KTM. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das fühlt sich noch so surreal Ja, an, brutal. dass wir einfach jetzt einen Rennwagen in der Gear Collector Sammlung am Voll Start geil. haben. Und ja, das Auto geht jetzt zurück zu KTM ins Headquarter, Alter, denn was da hinten? wird natürlich jetzt komplett geprüft. Was denn? Da hinten. Ah, ja, das müssen wir uns nämlich mal noch kurz anschauen, oder? Lass einfach mal hingehen. Denn Leute, wie ihr ja wisst, KTM ist ja nicht nur schon seit Jahren on track und auf der Straße aktiv, sondern es geht ja bei KTM jetzt wieder richtig weiter. Und nicht nur richtig weiter, sondern so richtig. Wird da Gott sei jetzt was Dank. kommen? Robert, vielleicht geh doch mal da so ein bisschen in die Richtung. Alter. Denn Leute, ja, KTM macht richtig auf Ernst. Denn wir haben nämlich hier einen Prototypen am Start. Und ja, wie ihr seht, wir haben hier nämlich jetzt was im Offroad-Bereich. Robert, ich würde jetzt nicht zu nah reingehen. Ja. Ja? Wir haben nämlich hier was im Offroad-Bereich. Ja, das sieht schon, Und sieht schon ordentlich aus. ich glaube, KTM will da auch wirklich so, ich sage mal so, in Richtung Dakar gehen. Ja. Also man ist hier auch fleißig am Testen. Ne? Ich glaube, das wird richtig wild. Alter, das sieht schon mal echt geisteskrank aus. Also so viel wurde mir gesagt. Wir haben hier einen Dreizylindermotor, ja, so wie man halt auch in der Dakar eben fährt. Und ja, es wird auf jeden Fall schon hier artgerecht bewegt, würde ich mal sagen. Krass. Okay. Ja, ich glaub, das wird richtig wild. Also ihr seht, Leute, bei KTM passiert hier richtig viel. Nicht nur auf der Rennstrecke, auf der Straße mit den GTXR,
denn da geht es ja natürlich auch weiter. Ich glaube, das wird auch sehr spannend bleiben, das Thema. Ja? Also das muss man schon wirklich dazu sagen. Ne? Wenn wir nämlich hier gerade nochmal davor stehen. Also auf der einen Seite, ja, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, wir mussten ja leider Abschied nehmen von unserem mintgrünen GTX R. Aber ich glaube, der Besitzer wird richtig viel Spaß haben. Vor allem, was ich schon so mitbekommen habe. Das Auto hat schon mittlerweile Stage 2 bekommen. Also ach so? Auch der macht richtig auf Ernst. Und ja, für mich natürlich hier SPX. Ich habe gesagt, wenn ein Rennwagen in die Sammlung kommen muss, dann ist es auf jeden Fall der SPX, weil ja, ich finde, es ist ein Auto, was nicht easy zum Fahren ist, aber auf der anderen Seite, es gibt dir sau viel Selbstvertrauen. Ich meine, am Ende des Tages, Leute, man muss ja einfach nochmal überlegen, 1050 Kilo, 1,2 Tonnen Downforce. Das Ding einfach, man hat es heute schon wieder festgestellt, das rennt und rennt. Du kannst den ganzen Tag damit fahren, da zickt nichts, da passiert rein gar nichts. Das Ding geht geradeaus brutal, das Ding geht in den Kurven brutal, es sieht ultra geil aus. Und da kommen wir natürlich jetzt nochmal abschließend zu einem wichtigen Punkt. Denn die große Frage wird sein, sollen wir den SPX komplett in dem Matt-Carbon lassen oder sollen wir ein Design draufpacken? Ja, ich würde schon Design sagen, oder? Ich finde halt in dem kompletten Carbon, ich finde, es sieht schon sexy aus, weil daran siehst du halt einfach, wir haben halt einfach, alles ist einfach aus Carbon, also leichter geht es nicht. Aber natürlich auf der anderen Seite musst du sagen, wenn man natürlich ein geiles Design draus macht, wäre natürlich schon auch richtig sick. Jetzt muss man sich halt natürlich überlegen, entweder man lässt von KTM also 4, 5 Designs entwickeln und Leute, ihr stimmt wieder ab, für welches Design wir uns entscheiden sollen. Oder vielleicht gibt es ja auch jemanden hier von euch draußen, der da richtig Bock darauf hätte, ein Design zu entwickeln. Und wenn wir das natürlich draufpacken, ich glaube, da können wir uns was richtig Geiles nämlich dann überlegen, dass wir zum Beispiel sagen, Robert, weiß nicht, nächstes Jahr Gear Collector Track Day, gemeinsam im SPX eine Runde fahren, wär auf jeden Fall was. Vielleicht sogar bis hin zu selber fahren. Boah, das wäre natürlich Jackpot. Weiß ich noch nicht. Also sowas könnte man sich vielleicht mal überlegen. Also ja, Ideen sind ganz, ganz viele da. Ich würde sagen, Robert, wir reißen jetzt auf. Ja, Mann, für uns geht's nach Hause. Wir packen es jetzt nach Hause. Und ja, dann auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an KTM, an die ganzen Jungs, die sich heute um das Auto gekümmert haben. Es fühlt sich einfach immer noch so surreal an, einen Rennwagen jetzt in der Sammlung zu haben. Und ich kann es gar nicht darauf erwarten, wenn jetzt das Fahrzeug dann als nächstes in der Garage stehen wird. Ich glaube, das wird auch richtig was Geiles hermachen vom Licht. Voll. Alles klar, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.